Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Tag hier auf der unendlichen Baustelle. Heute werden wir um die neue Säule herummauern und sie dadurch wieder aussehen lassen, als wäre sie eine komplett gemauerte Säule. So sieht sie jetzt hier gerade aus, die neue Säule. Und so sieht eine Säule dahinter aus. Und so in der Art soll die neue dann auch wieder aussehen. Das wird natürlich dazu führen, dass hier das Säulenbild im Erdgeschoss so ein bisschen einheitlicher ist. Aber es ist auch eine Auflage vom Denkmalamt. Ich fühle mich jetzt dabei, wie ich erkläre, wie man ausrechnet, wie viele Steine wir brauchen und wie dick das Mörtelbett sein muss. Wir beginnen damit, die Höhe der Säule auszumessen, und ich würde mich jetzt orientieren an dieser Seite, also dass man hier eventuell ein bisschen anders handhaben muss, okay, aber das ist so mehr die Sichtseite. Leider haben wir das Lasermessgerät nicht, also mit dem Zollinger. So. Ungefähr 2 Meter. Ich sag mal 2,87, weil hier sind es auch noch Erhöhungen an anderen Stellen. 2,87 Meter. Ein Stein. Das ist natürlich, kommt ein bisschen auf die Machart an. Hat 6,5, ja. Ja, wie macht man das jetzt? Man braucht quasi ein Mörtelbett mehr, als man Stein rein braucht. Und jetzt könnte man zum Beispiel erstmal sagen, jedes Mörtelbett ist 1 cm groß. Dann wäre der Stein im Prinzip 75. Und dann aber noch plus 1. Das heißt, man zieht jetzt hier 1 ab. Und das teilt man jetzt durch 75 und guckt, ob es hinhaut. Und wenn nicht, muss das Mörtelbett halt dicker werden. Ja, aber das ist doof so gerechnet. Man muss ja erst. Es sind viele Variablen. Ich überlege mir noch eine geile andere Technik und dann googeln wir, wie es geht. Ja, jetzt können wir. Da gab es nämlich auch eine Zeichnung für, wie die Steine liegen. Achso, wir können die mal trocken hinlegen. Ja. Ich glaube irgendwie so. Wir brauchen ja Versatz. Dann weiß man, wie viele pro Reihe es sind. Jetzt brauchen wir wirklich die Crème de la Crème. Da sollten wir uns auch Zeit für nehmen. Und dann sollten wir die auch aufbereiten. Storn de la Storn. Storn de la Storn. Wie viele Steine sind das? 7. Und wie viele Reihen? 38. Also wie alles, was wir mauern, ja eher ästhetischer Natur, nicht statischer. Zum Glück. Aber jetzt kommt die Königsdisziplin der Ästhetik. Jetzt soll es wirklich mal schön aussehen. Ich reinige jetzt die Steine. Nein.
Bevor ihr draußen weiter Steine reinigt, werde ich schon mal oben anfangen, einen Mörtel anzumischen. Hier haben wir jetzt schon mal einige gereinigte Steine und da werde ich anfangen. Und hier draußen ist Coris Steinreinigungswerkstatt. Ich mache mich selbstständig mit einer Steinreinigung. Soweit sind wir jetzt hier gekommen. Und da stehen noch sehr viele Steine und hoffentlich reichen sie dann, um hier bis nach oben zu kommen. Ja, neben unserer Mörtelung haben wir heute noch ein paar Ortstermine off-camera gemacht. Deswegen sind wir jetzt noch nicht ganz fertig geworden mit der Säule, aber schon sehr weit und das ist doch sehr schön. Darüber kann man sich freuen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag hier auf der unendlichen Baustelle. Heute wird wieder gemauert, innen und außen, und es gibt Besuch von meiner Mama. Jetzt hier angekommen mit Material, werden wir an dieser Dachseite hier arbeiten. Da gibt es auch einiges zu belegen. Jetzt ist uns der Sand hier ausgegangen für den groben Mörtel und deswegen machen wir an einem anderen Tag weiter mit der Dachseite, aber wir sind auch schon richtig weit gekommen. Von hier bis weit über die Hälfte. Als nächstes machen wir dann drinnen weiter mit dem Hochmauern der Säule innen. Und das passt auch ganz gut, weil so langsam ist hier auf dem Dach nämlich auch die Sonne und dann wird es zu warm. Nun, da wir auf dem Dach fertig sind, geht es hier drinnen weiter und zwar mit der Säule. Und vielleicht schaffen wir es, bis ganz oben zu kommen heute. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr? Schaffen wir es oder nicht?
Wow, Leute, die Säule ist fertig geworden. Wir haben es einfach noch geschafft, bis unter den Stahlträger zu kommen. Und jetzt kommt sie wieder in ihrem sehr originalen Gewand daher. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Tag hier auf der Baustelle. Heute werden wir die Säule fertigstellen. Das Kapitell da oben fehlt ja noch. Und da werden wir jetzt mal schauen, wie man den Anschluss genau macht. Hier müssen wir jetzt gucken, wie wir den Anschluss genau machen. Also irgendwie müssen wir uns hier ein paar Steine schneiden. Aber es sieht eigentlich so aus, als könnte man hier eine Mörtelfuge machen, die über diesen Steg vom T-Träger hinausgeht. Und dann könnte man hier einen Stein hinsetzen, einen halben. Und dann noch da drüben weiter. Hier oben müssen wir jetzt noch ein bisschen verfugen und dann sind wir hier auf einer Seite schon fertig. Jetzt kommt der letzte halbe Stein. Die Seite ist auch fertig. Jetzt ist die Säule komplett verkleidet und ja, Cori verfugt hier noch. Was machst du da? Ich verfuge und ich liebe es. Es ist sehr meditativ. Unironisch? Ja, wirklich. Aber schön wäre, wenn wir noch Musik hören könnten, aber leider über die Boombox nicht. Alright Leute, das war's für heute. Ja, die Mauer, die Säule ist bis oben hoch gemauert, so. Und eine Seite haben wir auch schon richtig gut verfugt. Dann hat leider die Flex aufgegeben. Das heißt, wir müssen nochmal Nachschub besorgen, um weiter zu fräsen und dann das schön zu verfugen. Aber es gefällt mir schon sehr gut. Tada! Die verfugte Säule. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Lasst doch mal ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was denkt ihr über unsere Verfugungskünste. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.